Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer diese Ohren sieht, der weiß, es gibt mal wieder was auf dieselbigen bzw. in dieselbigen. Heute aber mal auf dieselbigen, denn wir gucken uns einen neuen Over-Ear-Kopfhörer in der günstigen Preisklasse an. Und zwar den Edifié, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, W830NB. Ich glaube, das macht es einfacher. Viel Spaß mit dem Video. Schauen wir erstmal außen auf die Verpackung und wir stellen erstmal fest, dass zum Beispiel LDAC mit an Bord ist, also sprich hochauflösende Codecs auch über den drahtlosen Standard. Wir haben ANC mit an Bord, was ja auch bei günstigen Over-Ears mittlerweile eigentlich fast schon State of the Art ist, Qualität immer unterschiedlich. Wir haben eine App mit dabei, wir haben eine gigantische Akkulaufzeit aus meiner Sicht von 54 Stunden mit ANC bis zu 94 Stunden ohne ANC und richtig cool halt, in 15 Minuten könnt ihr 10 Stunden wieder aufladen. Das finde ich ja persönlich immer fast wichtiger als eine riesige Akkulaufzeit. Hier auf der Rückseite nochmal ein paar Features. Wie gesagt, wir haben ANC mit an Bord. Wie das ist, verrate ich euch später nochmal. 40 mm Treiber sind mit verbaut. Natürlich immer etwas größer bei den Over-Ear-Kopfhörern im Vergleich zu In-Ear. Wir haben Mikrofone, die dann quasi auch die Geräusche außerhalb aufnehmen. Wir haben einen Ambient Sound Mode mit an Bord, sodass ihr euch etwas abkuppeln könnt. Wir können Dual Device Connection machen, Multipoint quasi wegen Bluetooth 5.4 und wir haben ein Foldable Design, also ihr könnt das Ganze etwas zusammenklappen. Was hier natürlich fehlt, und dazu kommen wir gleich in unserem Unboxing, ist tatsächlich eine Verpackung, mit der ihr dann auch dieses Foldable Device oder beziehungsweise Foldable Design dann auch entsprechend nutzen könnt. Das ist tatsächlich etwas schade, weil eigentlich finde ich es richtig cool, wenn die Hersteller den Kopfhörer zusammenklappbar machen, aber wenn dann natürlich das zugehörige Kästchen fehlt oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, dann ist das etwas schade, weil nur so in den Rucksack reinwerfen, dann löst er sich und so weiter und so fort. Gut, aber wir sprechen hier halt auch über einen Budget- bzw. Mittelklasse-Kopfhörer. Da ist das dann vielleicht am Ende im Preis auch eben nicht mehr mit drin. Gucken wir mal rein, was denn alles mit in der Verpackung ist. Und ich habe es ja gerade schon vorweggenommen, eine Hülle bzw. eine Verpackung für die Kopfhörer selber ist nicht mit dabei. Hier oben sehen wir sie, unten drunter, genau, gucken wir einmal, ist hier noch so ein kleines Tütchen. Das sind dann hier quasi die W830NB selber, die gucken wir uns dann im Nachgang nochmal im Detail an, legen wir erstmal beiseite. Verpackung kommt auch erstmal zur Seite und dann schauen wir mal, was noch hier in diesem kleinen Tütchen drin ist. Und da sehen wir schon auf jeden Fall ein Kabel, ein Ladekabel. USB-C ist mit verbaut, sprich, ihr könnt da auch eure aktuellen Ladekabel mit verwenden, überhaupt kein Problem, also kein Micro-USB oder irgendwas, was sonst veraltet ist. Bedienungsanleitung in Kurzform sozusagen ist auch auf Deutsch verfügbar, wobei eigentlich so viele Dinge sind nicht zu wissen, aber ein paar Dinge, welcher Knopf wofür ist und so weiter und so fort, kann man mal eben nachlesen. Hier das vorhin schon zitierte USB-C-Kabel. Das finden wir mit einer USB-A-Gegenseite sozusagen. Dann haben wir hier ja eine kleine Zusatzinformation, ist jetzt für uns weniger relevant, so ein kleines Trocknungstütchen und ein Hinweis darauf, wo oder beziehungsweise wie man denn den Support erreicht, den ihr hoffentlich dann am Ende nie brauchen werdet. Jetzt gucken wir uns aber einmal den W830NB nochmal im Detail an. So, dazu habe ich den Kopfhörer natürlich einmal von der Folie befreit und ihr seht hier zunächst mal, wir haben die graue Version, die hier oben mit einer kleinen Aluminiumbeschichtung über dem Plastik daherkommt. Grundsätzlich ist das Ding relativ weit erweiterbar, sodass auch große Köpfe keine Probleme haben sollten. Hier oben ist das etwas weich aus meiner Sicht, könnte ein klein bisschen härter sein. Ansonsten ist das hier relativ flexibel verdrehbar, nenne ich es mal. Ja. Heißt also, ihr könnt den Kopfhörer in viele verschiedene Positionen bringen, so dass ihr ihn auch transportieren könnt. Wie gesagt, Kästchen fehlt leider, aber vom Grundsatz her ist das erstmal vielfältig möglich. Ansonsten, ja, seht ihr von außen hier, wie gesagt, graue Variante, gibt auch eine schwarze Variante zum Beispiel und auch eine weiße. Hier außen seht ihr die Mikrofone fürs ANC, die dann die Geräusche aufnehmen und gegenfiltern. Vom Grundsatz her so ein kleines bisschen unterschiedliche Farbgebung. Hätte ich mir gewünscht, dass das in einer Farbe ist, aber vielleicht ist das für euch ja kein Thema. Hier auf der Unterseite noch Mikrofone, eine LED, den USB-C-Port, den Multifunktionsbutton, der unter anderem für Bluetooth zuständig ist, lauter, leiser und auch
Telefonieannahme zum Beispiel oder ein Lied weiter. Was ich immer schade finde, ist, warum machen die Hersteller hier diese Plastikberührung mit rein? Ist hier nicht ganz so schlimm beim Transport, weil ihr ihn halt einklappen könnt, aber da würde ich mir immer wünschen, dass das leicht übersteht oder da eine leichte Gummierung drauf ist, denn insgesamt ist das Ding natürlich aus Plastik, fühlt sich aber okay an für den Preis, würde ich sagen, ist also nicht sonderlich hochwertig logischerweise, aber wir sprechen hier halt eben auch über einen Budget-untere Mittelklasse Kopfhörer, deswegen ist das schon okay. So, wie sitzt das Ding jetzt auf dem Kopf? Dazu hier unser Glaskopf und ich versuche jetzt mal den W830NB hier über diesen Kopf zu stülpen. Geht ohne Probleme und da sehen wir auch schon direkt, dass hier oben der Bereich nicht direkt aufsitzen muss. Also sprich, dieses weiche Polster, was ich euch eben schon genannt habe, muss hier nicht zwingend aufsitzen, ist aber möglich, sodass ihr oben eben diesen Polstereffekt habt. Ihr könnt dann an der Seite den Druck entsprechend oben über den Bügel regulieren. Der ist erstmal vom Grundsatz her ist der Anpressdruck relativ hoch, würde ich sagen. Deswegen gebt aus meiner Sicht lieber etwas mehr nach, damit es nicht zu sehr auf die Ohren drückt. Man muss auch wissen, dass die Polster nicht entlüftet sind, sprich ihr müsst ab und an durchaus immer mal das Ding anheben, damit sich nicht zu viel Schweiß unter den Polstern letzten Endes ansammelt. Wenn ihr einen größeren Kopf habt, vorhin schon erwähnt, überhaupt kein Problem. Ihr könnt das Ding auch noch in die Breite ziehen, das spielt überhaupt keine Rolle, geht ohne Probleme und dann auch für größere Köpfe möglich, respektive um den Druck halt eben etwas rauszunehmen. Würde ich persönlich immer empfehlen, soll nicht zu sehr aufdrücken, kann aber, wenn ihr das denn gerne so haben möchtet. Insgesamt würde ich sagen, Halt auf dem Kopf ist auf jeden Fall in Ordnung, flexibel nur möglich. Die Polster sind tatsächlich nicht so weich wie oben das finde ich eigentlich ganz gut. Die sind etwas härter und sitzen deswegen auch sauber auf dem Ohr und dichten eng ab, aber halt eben mit dem Nachteil, dass man etwas schwitzt. Ja, Thema Akku und Akkulaufzeit ist sicherlich eine der Stärken von diesem Kopfhörer, denn da muss man sagen, die Werksangaben habe ich nicht ganz geschafft, das muss man auch klar sagen, also die 94 Stunden bin ich nicht ganz rangekommen, aber ich bin locker auf 90% davon gekommen und das ist halt eben so eine Sache, wo man sagen muss, das geht schon in die richtige Richtung. Wenn ihr ANC eingeschaltet habt, ist es logischerweise etwas weniger. Ich würde persönlich behaupten, jeder kommt über jede erdenkliche Situation mit diesen Kopfhörern hinweg, insbesondere weil ihr auch super schnell wieder nachladen könnt. Das ist ja immer so eine Sache, wenn ihr dann kurz mal am Strom seid, könnt ihr viel wieder nachladen. Von daher Akku und Akkulaufzeit gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben, selbst mit ANC, welches ich persönlich aber nie aktivieren würde. Ja, eine App gibt es natürlich auch dazu, und zwar die Connex-App sozusagen. Da müsst ihr im Play Store nachsuchen. Das ist etwas unterschiedlich, je nachdem, welchen Ohrhörer oder Kopfhörer ihr habt von Edifier oder Edifier. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Spielt am Ende auch keine Rolle. Ihr könnt Noise Cancellation Modes natürlich unterschiedlich einstellen. Also sprich, es gibt 5 verschiedene Modi, die sich dann in der Stärke unterscheiden. Und es geht natürlich auch, das Ding ganz auszuschalten. Grundsätzlich könnt ihr das auch über den Multifunktionsbutton einmal durchschalten, sodass ihr da quasi auch mit Knöpfen, ohne in die App zu gehen, einmal die verschiedenen Modi durchgehen könnt. Soundeffekte gibt es auch eine ganze Reihe, 4 an der Zahl, aber fast noch wichtiger, selbst wenn ihr Heavy Bass und so weiter mögt, finde ich persönlich, es gibt eine Customized-Variante, da könnt ihr das Ding so einstellen, wie ihr es braucht. Oder aber auch, und das finde ich tatsächlich richtig cool, ihr könnt im Zweifel auch von jemand anderem entweder einen Soundeffekt empfangen, also das ist hier diese Funktionalität, oder aber ihr könnt halt eben auch von jemand anderem einen eine Customized Equalizer-Einstellung empfangen. Finde ich auch eine coole Idee, habe ich jetzt noch nicht so ganz oft gesehen und finde ich aber super, wenn jemand anderen den auch hat und der hat eine gute Einstellung, kann der euch die mal eben rüberschicken. Soundmodes geht von Musik, logischerweise der Standardmodus, über Game mit einer geringeren Latenz hin zu Spatial Audio oder Spatial Sound in dem Fall. Ja, man merkt, dass ein anderer Modus eingeschaltet ist. Ob das jetzt diesen kompletten 3D-Klang, den der Hersteller da angibt, erzeugt, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Grundsätzlich könnt ihr auch noch einige Einstellungen vornehmen. Zum einen gibt es hier nochmal die Anleitung, aber ihr könnt natürlich auch bei Control Settings sozusagen konfigurieren, was denn passieren soll, wenn ihr eben über den Multifunktionsbutton weiterklickt. Hier in dem Fall lässt sich zum Beispiel das ANC umschalten. Ihr könnt zum Beispiel High, Middle, also Wind Reduction ist sowas wie Middle und Off einstellen. Dann habt ihr so ein bisschen eine Abstufung. Ja, das finde ich eigentlich persönlich ganz gut, dass man da auch konfigurieren kann, denn wenn zum Beispiel jemand Ambient Sound verwenden möchte, ist es natürlich eine gute Möglichkeit, auch das einstellen zu können. Ihr könnt den LDAC-Codec konfigurieren, so wie ihr es haben möchtet, lässt sich dann entsprechend von Qualität
Gerät bis zu Ausschalten im Sinne der Verbindung konfigurieren. Ihr könnt Multiple Connection aktivieren. Wir haben Bluetooth 5.4 mit an Bord. Das heißt, ihr könnt mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Ohrhörer verbinden oder Kopfhörer. Insofern, das lässt sich hier aktivieren. Ihr könnt euer Produkt auch finden lassen. Dann ertönt so ein leichter Sound im Hintergrund. Das natürlich bitte nicht machen, wenn ihr die Kopfhörer auf dem Ohr habt. Wir haben die Möglichkeit, die Standardlautstärke zu definieren, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Das empfehle ich euch immer. Setzt das nicht zu hoch, damit ihr am Anfang lieber dann etwas lauter machen könnt, als euch da an den Ohren was zu tun. Ihr könnt die Einstellung oder beziehungsweise die Sprache für die Sprachausgabe aktivieren, beziehungsweise entsprechend in der Sprache ändern. Wir haben die Möglichkeit, die Power-Off-Funktion zu aktivieren, also sprich nach einer bestimmten Zeit schaltet der Kopfhörer automatisch in den Standby-Zustand, beziehungsweise in den Power-Off-Modus. Wir können Bluetooth nochmal disconnecten oder beziehungsweise neu verbinden und wir haben am Ende auch die Möglichkeit, in dem letzten Menüpunkt sozusagen dann einmal die Factory Settings einzustellen. Sollten hoffentlich die wenigsten von euch brauchen, aber wenn ihr das einmal zurücksetzen wollt, lässt sich das hier auch machen. Insgesamt gibt es dann eine aus meiner Sicht funktionale App, die alles beinhaltet, was man braucht. Es ist jetzt nicht überbordend, aber es ist aus meiner Sicht genau das mit drin, was ich persönlich von einer App für einen Kopfhörer auch erwarten würde. Ja, beim Thema Sound gucke ich mir ja wie immer meine Referenzsongs an, beziehungsweise höre ich sie mir an und nachdem ich alle durchgehört habe, versuche ich mir dann eine subjektive Meinung zum Sound zu bilden. Bei den W830NB muss man zunächst mal sagen, für diese Preisklasse ist der Sound definitiv gut, bis sogar vielleicht gut bis sehr gut. Das geht richtig gut, wenn ihr da über den Equalizer auch noch nachsteuert, finde ich das für unter 70 € definitiv einen Daumen nach oben. Ihr könnt Bass reinbringen, wenn ihr mögt, über den Equalizer. Ihr könnt auch ein bisschen weniger Bass reinbringen, wenn ihr die entsprechenden Modi einstellt. Also insgesamt ein sehr rundes Paket, welches, glaube ich, nicht einen spezifischen Schwerpunkt hat, sondern eher etwas breit abgedeckt ist und insofern auch für die meisten von euch vermutlich taugen dürfte. Ja, was gibt's jetzt abschließend zu sagen zum W830NB? Also zunächst mal habt ihr hier einen Kopfhörer, der von der Verarbeitung her absolut in Ordnung ist. Er lässt sich zusammenfalten, was ich persönlich ein absolutes Highlight in dieser Preisklasse finde. Das gibt es definitiv bei anderen Herstellern zu diesem Preis nicht unbedingt. Insofern muss man sagen, ein herausstellendes Merkmal. Vom Grundsatz her ist es aber trotzdem Hartplastik und das merkt man auch. Das schlägt hier unten auch aneinander. Das ist halt ein bisschen unschön. Das lässt sich etwas aussteuern, indem ihr es zusammenpackt. Aber das ist so eine Sache, dieses Hartplastik muss man halt einfach wollen. ANC funktioniert ganz okay. Ich persönlich würde es wegen der Laufzeit nicht einstellen. Telefonie funktioniert wirklich ganz gut. Das ist tatsächlich auch ein Ding, was man noch hervorstellen muss. ANC gehört dann nicht unbedingt dazu. Insgesamt ist es so, dass der Kopfhörer für diesen Preis, und der liegt ja bei knapp unter 70 € im Angebot, bekommt ihr definitiv eine gute Akkulaufzeit. Die ist über jeden Zweifel erhaben. Da könnt ihr alles mitmachen, was ihr für richtig haltet. Der Sound geht auf jeden Fall auch in Ordnung, ist ein breites Spektrum und lässt sich über die App dann auch entsprechend anpassen. Finde ich richtig, richtig gut. Insgesamt würde ich sagen, wenn ihr für das Geld einen Mittelklasse-Kopfhörer erwartet, der ein rundes Portfolio bietet, aber von der Qualitätsanmaßung her nur im Rahmen des Preises ist, seid ihr hier definitiv richtig. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. Ansonsten bleibt mir am Ende nur zu sagen, danke fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.